Schaut mal, so viele Blätter. Wir kommen dieses Jahr überhaupt nicht hinterher, die aufzuräumen. Also man droht da regelrecht drin unterzugehen. Ja, aber gell, es ist ja eigentlich auch so in unserem Leben. Wenn auf einmal viel zusammenkommt, wenn wir so Stress haben, ja, wie kriegen wir das denn bewältigt? Ich glaube, das eine oder andere haben wir sicher auch schon ausprobiert. Und das kennen wir aber auch alle, dass es trotzdem manchmal sich die Verhältnisse ja nicht einfach so ändern lassen. Am Arbeitsplatz zum Beispiel, wenn einfach zu wenig Kräfte sind für so viel Arbeit. Und was dann? Das Erste ist Vertrauen. Es hilft zu wissen, auch wenn ich für etwas Verantwortung habe, habe ich doch nicht die letzte Verantwortung. Es gibt jemanden, der alles in seinen Händen hält, der die letzte Verantwortung übernimmt. Und ich mache einfach mit. Gott traut mir das zu, was jetzt vor mir liegt, und er lässt mich nicht allein damit. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, dann kann ich wunderbare Sachen erleben. Ich erinnere mich an eine Situation vor ein paar Jahren, in der ich wirklich sehr viel zu tun hatte. Ich war dabei, einen einstündigen Dokufilm für mein Studium zu produzieren, und gleichzeitig baute ich eine neue Webseite für unsere Gemeinschaft auf mit 28 Unterseiten, und das jeweils in 5 Sprachen. Und alles war zur gleichen Zeit und alles drängte. Und ich wusste nicht, wie ich dem alles gerecht werden sollte. Und Gott sei Dank habe ich aber am Tag Zeiten, die für das Gebet reserviert sind. Und so konnte ich mit Gott und mit der Gottesmutter ins Gespräch kommen und immer wieder die Verantwortung abgeben. Und das hat mich wirklich über Wasser gehalten. Ich habe auch immer wieder erlebt, wie sie mir Hilfen zugespielt haben oder die Dinge so gelenkt haben, dass alles noch besser hinkam, als ich es hätte planen können. Der Spruch von Pater Kentenich, der stimmt wirklich. Wer Vertrauen hat, hat alles. Gerade wenn ich total unter Druck bin, ist es nicht leicht, irgendwie eine Struktur in den Alltag zu kriegen. Und doch brauche ich das gerade dann. Also sonst ist es so ein allgemeines Chaosgefühl. Das ist für mein Lebensgefühl eine echte Hilfe. Sonst hat man gar keinen Ankerpunkt mehr. Und eine gewisse Struktur und Ordnung ist dann wie so ein Geländer, an dem ich mich in dem Moment festhalten kann. Es braucht gar nicht so viel sein. Zum Beispiel einfach nur morgens eine feste Zeit, wann ich aufstehe, und abends eine feste Zeit, wann ich schlafen gehe. Und auch tagsüber mal eine kurze Pause, um Kaffee zu trinken. Oder auch mal einfach eine Runde rauszugehen und ein paar Minuten im Gebet zu verbringen. Ja, das ist einfach auch rein psychologisch so eine Hilfe, wie so ein Ankerpunkt, der bleibt, egal was um mich herum los ist oder wie hoch die Wellen schlagen. Und gemeinsam sind wir stark. Auch und gerade in Stresssituationen kann Gemeinschaft eine echte Kraftquelle werden. Natürlich ist das gemeint mit Blick auf die Arbeit, die zu leisten ist. Aber selbst wenn jemand mir nicht direkt helfen kann, stärkt es zu wissen, es gibt Menschen, die mit mir auf dem Weg sind, mit denen ich verbunden bin. Gott lässt uns durch andere Menschen spüren, dass er da ist und uns nicht hängen lässt, dass wir eben nicht allein sind. Und manchmal findet man Verbündete, wo man sie nie vermuten würde. Eine Mitschwester hat mal erzählt, dass sie bei einer Aktionswoche in einer Pfarrei, bei der sehr viel zu tun war, auf einmal gespürt hat, wie ihre älteren Mitschwestern, die dafür nichts konkret tun konnten, sehr viel dafür gebetet und geopfert hätten. Und das hat sie noch lange danach begleitet, diese Gemeinschaft im Glauben. Ja, das Leben besteht einfach aus vielen kleinen Augenblicken, aus vielen kleinen Momenten und vielen kleinen Taten. Oft bin ich ja gestresst, weil ich so einen Berg vor mir sehe oder einfach dieses Vielerlei. Und diese große Menge, da sehe ich mich nicht durch. Sobald ich aber anfange, einen Schritt Richtung Ziel oder Richtung Erledigung dieser Arbeit zu gehen, dann baut sich der Stress schon langsam ab. Genau das hat Pater Kentenich immer wieder gesagt. Also den Fokus auf den Moment legen, auf den
jetzigen, gegenwärtigen Moment und einfach loszulegen. Also das mir jetzt Mögliche zu tun. Jeder kleine Schritt hilft ja dann, dass wir weiterkommen, auch geistlich, spirituell, aber auch ganz praktisch. Wie hier im Garten. Unendlich viele Blätter, aber ich mache jetzt nur eines. Ich muss nur eins tun. Ich nehme mal ein Blatt und lege es da rein. Oder eben den ganzen Blätterhaufen und lege ihn rein und nach komme ich ans Ziel. Stress ist nicht schön. Und wir wollen gar nichts schön reden oder verharmlosen. Manche Verhältnisse und Situationen, die kosten uns richtig viel Kraft und Mühe. Und manchmal, wenn eine Situation vorbei ist, da steht schon der nächste vor der Tür. Aber wenn wir mit Gott im Bund leben, dann tun wir nie etwas alleine und nie einfach nur für uns, sondern wir tun alles für ihn. Egal, ob ich erfolgreich bin oder ob ich erbärmlich scheitere, wir können ihm alles schenken. Und er sieht jede Träne und hört jeden Seufzer, wertet jede kleine Selbstüberwindung. Und er wandelt das auch, diese ganze Mühe, die wir schenken, in Gnade für andere. Und gerade wenn wir ihm das schenken, wo wir gescheitert sind und ihm das überlassen, da kann er uns befreien von Festhalten an uns selber. Also sind diese Situationen sogar das wertvollste Kapital, das wir haben und ein Türöffner für die Gnade. Also, wenn die nächste Stresssituation vor der Tür steht, habt Mut. Ihr seid gesehen, ihr seid gehalten und ihr seid gebraucht. Und was ihr tut, gerade wenn es den Ganzeinsatz verlangt, das wird zum Segen. Tschüss!